Auf dem Standesamt, das war ja schon was ganz Besonderes, aber in der Kirche ist das nochmal was ganz anderes, findest du nicht? Doch, schon. Gib Nils Petersen die ewige Ruhe. Würden Sie mir bitte... Meine Geliebte. Jetzt sind wir für immer vereint. Das gibt's doch gar nicht. Nick? Du bist dran. Nein. Nick, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Scherze. Ich habe Nein verstanden. Nikolaus Prozeski, ich frage dich noch einmal. Bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deiner Braut Stefanie Sander den Bund der Ehe zu schließen? Nein. Tja, was war's dann wohl? Tu ihr das nicht an. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Doch, Steffi. Hat er sie noch alle? Endlich. Das bilde ich mir nur ein. Luis ist tot. Aber was redest du für einen Unsinn? Mir geht's hervorragend, jetzt wo ich bei dir bin. Nils ist tot. Hab keine Angst. Solange du hier auf Friedenau bist, werde ich immer bei dir sein. Ich hab dich so vermisst. Barbara! Meine Herrschaften, Nick kommt sicher gleich wieder zur Vernunft. Das Ganze ist sicher nur eine Form von akutem Lampenfieber. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Ich dachte mal, Nick liebt Steffi. Steffi hat mir vorgestern noch erzählt, wie glücklich sie mit ihm ist. Es tut mir wirklich leid. Ich möchte nicht an ihrer Stelle sein. Jetzt sag schon, warum hast du das gemacht? Verdammt noch mal, Nick, ich rede mit dir. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Hey, Mimi. Ja? Ich will nicht nerven, aber weißt du, was das gerade sollte? Nein. Du bist ein Riesenidiot. Sag mal, spinnst du total? Jetzt lauf ihr endlich hinterher und entschuldige dich bei ihr. Wie konntest du ihr das nur antun? Gerade du weißt ganz genau, weshalb ich nicht Ja sagen konnte. Jetzt fang bloß nicht an, Millie Vorwürfe zu machen. Halt endlich die Klappe, Uli. Na bitte, was habe ich gesagt? Er holt sie zurück und dann geht's gleich weiter. Na, hoffentlich. Ich gehe ihm nach. Lass mich das lieber machen. Ich hole ihn schon zurück, okay? Steffi? Steffi! Warte doch! Warum hast du das gemacht? Nick! Steffi liebt dich! Ich verstehe dich nicht! Hattet ihr Streit? Wo ist Steffi denn jetzt? Weg? Keine Ahnung. Ist es das, was du wolltest? Nick, was sollte der Mist? Ich wusste das. Ach, ihr kapiert es ja doch nicht. Ist Frau Odenthal inzwischen zurück? Leider nicht. Vermutlich ist sie immer noch auf der Hochzeit. Scheint heute nicht mein Tag zu sein, ne? Jetzt fahre ich schon zum zweiten Mal umsonst hier raus. Das tut mir leid.
Ach, zu dumm, zumal Frau Odenthal dieses Bild hier ganz dringend für eine Expertise braucht. Ja, wissen Sie, ein ganz wichtiger Kunde von ihr möchte das Bild kaufen und sich hundertprozentig sicher sein, dass es keine Fälschung ist. Ja, ich kann das Bild gerne auf Ihr Zimmer bringen. Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber am besten übergebe ich ihr das persönlich. Ich bringe es auf Ihr Zimmer rauf. Moment, das geht nicht. Ich habe Anweisungen, keine Fremden aufs Schloss zu lassen. Ich bin doch kein Fremder. Frau Odenthal hat bestimmt nichts dagegen, wenn Sie mal eine Ausnahme machen, ne? Und Graf von Anstetten Junior hat bestimmt auch nichts dagegen. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Sie brauchen sich keine Umstände zu machen. Ich kenne mich aus. Würden Sie sich um meine Jacke kümmern? Sicher. Allein. Ja, bitte. Was wollen Sie? Entschuldigung, ich suche eigentlich den Grafen. Nun, wie Sie sehen können, ist er nicht hier. Ja, dumm. Dann suche ich mal weiter. In Räumen, wo er sein könnte. Tun Sie das. Oder noch besser, wenden Sie sich an eines der Dienstmädchen, bevor Sie sich verlaufen. So, für heute. Sie müssen jetzt wieder zurück. Das geht nicht. Ich muss da sein, wenn sie aufwacht. Also gut, noch ein paar Minuten. Sie sind doch eine Autovermietung, nicht die Zentralbank. Können Sie da den Datenschutz nicht mal kurze Zeit vergessen? Hören Sie, Joachim Obermann ist mein Bruder. Ich habe ihn schon seit 8 Jahren nicht mehr gesehen. Wenn ich Ihnen Joachim beschreibe, würden Sie mir dann einen kleinen Tipp geben? Gut. Also, er ist mittelgroß, hat dunkle Haare, trägt ein Jackett. Wie jeder Zweite sieht so aus. Hi. Ja, ich weiß selber, dass wir so nicht weiterkommen. Hören Sie, guter Mann, vielleicht können... Okay. Wie Sie wollen. Wiederhören. Mann, hallo. Sag mal, wo warst du eigentlich? Ich habe dich auf der Hochzeit gar nicht gesehen. Ich war da. Ich war vor der Kirche. Ja, dann weißt du ja gar nicht, dass die Hochzeit geplatzt ist. Doch. Erika hat mich angerufen. Sie sucht Steffi. Und? Ja, hier ist sie bisher noch nicht aufgetaucht. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Nein, nicht ganz, setz dich. Ist das passiert? Ich habe Amons Mörder gesehen. Vor der Kirche. Er ist direkt an mir vorbeigelaufen. Bist du dir sicher? Ich meine, konntest du ihn aufhalten? Blöderweise habe ich ihn nicht gleich erkannt. Er hat sich die Haare jetzt dunkel gefärbt und trägt einen Bart. Naja, und als ich hinter ihm her bin, da saß er schon im Wagen und ist weggefahren. Frank, bist du dir 100% sicher? Ja, und was sagt die Polizei? Gar nichts. Ich halte die da raus. Ich suche ihn selber. Ich weiß nicht, das ist keine... Vergiss die Bullen. Du willst doch auch, dass er geschnappt wird, oder? Natürlich. Gut. Dann brauche ich deine Hilfe. Naja, ich weiß nicht, die Sache ist nicht ganz so... Okay, du hast einen Anhaltspunkt? Ja. Ich weiß, dass Joachim einen Mietwagen gefahren hat. Und ich kenne auch den Namen der Firma. Hast du gerade mit denen telefoniert? Mhm. Sie wollen mir keine Auskunft geben. Datenschutz und so weiter. Bist du dir sicher, dass es die richtige Firma war? Absolut. Die Adresse, die wir brauchen, ist bei denen im Computer. Okay, dann holen wir sie uns. Dass Sie die Hochzeitslimousine so schnell zurückgeben, bedeutet hoffentlich nicht, dass Sie unzufrieden waren. Nein, das hat ja andere Gründe. Ja, ich bin's. Richten Sie bitte meiner Frau aus, sie braucht gar nicht mehr zur Hochzeitsfeier zu kommen. Ja, das erkläre ich später. Gut, danke. Der Wagen ist vollgetankt? Wir sind nur ein paar Kilometer gefahren. Ach so, wenn das so ist, ich schau mal eben nach. Tut mir leid, dass du warten musst. Ach, bitte dich, ich habe Zeit. Danke übrigens nochmal. Ohne deine Hilfe hätte ich die Hochzeitsgesellschaft nicht so schnell in den Griff bekommen. Ach, das war doch das Mindeste. Steffi war völlig aufgelöst. Ich hoffe, dass Erika inzwischen bei ihr ist. Kannst du dir erklären, warum der Bräutigam plötzlich einen Rückzieher gemacht hat? Nervosität. Das weiß ich.
Es wird sich schon wieder einrenken. Herr Brandner, ich habe den Wagen überprüft. Es ist alles in Ordnung. Wegen der paar Kilometer müssen Sie natürlich nicht nachtanken. Freut mich. Oh, entschuldige bitte. Von Anstetten? Ja. Ja, ich komme sofort. Bis gleich. Entschuldige bitte, Arno. Ich muss sofort nach Hause. Mit Barbara ist irgendwas ganz Schreckliches passiert. Tschüss. Barbara muss mitkommen. Ich kann sie nicht mit Christoph allein lassen. Barbara kommt schon noch mit Ihnen. Sie kann sich bestimmt nichts Schöneres vorstellen, als mit Ihnen auf engstem Raum zusammenzuleben. Und warum dann nicht sofort? Immer eins nach dem anderen. Heute habe ich Ihnen den Wunsch erfüllt, mit Barbara zu tanzen. Alles andere kommt später. Ich kann Barbara nicht alleine lassen. Vertrauen Sie mir, ich passe schon auf Sie auf. Das reicht nicht. Es geht ihr schlecht. Sie war total verwirrt, als sie mich gesehen hat. Sie hat gesagt, Nils ist tot. Ach, da müssen Sie sich verhört haben. Und nun wünsche ich Ihnen eine gute Fahrt. Nein! Ich will zu Barbara! Ein anderes Mal wieder. Sie sind schuld, dass Barbara in Ohnmacht gefallen ist, als sie mich gesehen hat. Tun Sie doch was! Na los! Sie wollen mir gar nicht helfen. Sie erzählen Barbara nur Lügen über mich. Sie und Christoph, sie stecken unter einer Decke. Ich will keine Spritze! Das war keine Sekunde zu früh. Schaffen Sie diesen Irren hier raus. Nein, Nick, ich habe dafür kein Verständnis. Steffi muss sich vorkommen wie der letzte Dreck. Jetzt halt endlich mal die Luft an. Ich weiß, was ich tue und ich habe keine Lust, mich ständig von meinem kleinen Bruder dafür rechtfertigen zu müssen. Soll ich dir zu dieser brillanten Aktion auch noch gratulieren? Du sollst mich in Ruhe lassen. Ich konnte nicht Ja sagen. Verdammt, Uli, ich stand da mit Steffi und hinter uns stand Milli und ich musste nur daran denken, wie ich Steffi betrogen habe. Wenn du mit deinem Seitensprung nicht klarkommst, dann hättest du Steffi früher alles sagen müssen. Ja, danke, so schlau bin ich jetzt auch. Du glaubst mir das vielleicht nicht, aber es ist mir nicht leicht gefallen. Zumal Steffi vermutlich auch noch schwanger ist. Was? Ganz klar. Du hast ein Rad ab. Soll das jetzt etwa ein Grund dafür sein, dass du Nein gesagt hast? Jetzt versteh doch bitte, Uli. Sie war so glücklich, als sie mir das erzählt hat. Wenn sie wüsste, dass... Ja, dann würde sie ausrasten. Das ist aber nichts Neues, Nick. Als sie mit Arno auf mich zukam, ich kam mir so verlogen vor. Im Bett hast du solche Gewissenskonflikte anscheinend nicht. Ich liebe Steffi und ich will sie einfach nicht verlieren. Spätestens am Altar hast du sie verloren. Mein Gott, du bist wirklich schizo. Und noch was. Wenn du Steffi wirklich lieben würdest, dann wärst du jetzt bei ihr und würdest um sie kämpfen. Egal, was passiert ist. Uli, aber du sitzt hier rum und badest in Selbstmitleid. Nick, lass mich damit bloß in Ruhe. Ich bereite die Unterlagen für Ihren Wagen schon mal vor. Ja? Auf Wiederhören. Das ist doch... Das hat doch wunderbar geklappt. Okay, beeil dich, ich war draußen. Okay, dauert nur eine Minute. Ja. Abracadabra, da ist die Kundenliste. Uli, falls es dich interessiert, ich fahre jetzt zu Steffi. Sie ist vielleicht bei ihrer Mutter. Ja, daneben nicht. Tschüss, Uli. Erika. Sag mal, welcher Teufel hat dich eben geritten? Ich glaube, du weißt ganz genau, weshalb ich Nein gesagt habe. Und an Steffi hast du dabei überhaupt nicht gedacht? Ich war gerade auf dem Weg zu euch. Wie? Sie ist nicht hier? Nein. Ich suche sie jetzt und dann sage ich ihr die Wahrheit. Und zwar die ganze. Ja. Glaubst du, dass das jetzt noch was bringt? Dieses Theater muss beendet werden. Ich dachte, ich könnte damit umgehen. Ja, aber damit machst du alles kaputt. Ich weiß, wie du darüber denkst. Und vielleicht ist dann zwischen Steffi und mir alles vorbei, aber das Risiko nehme ich in Kauf. Ich dachte, du willst Steffi nicht verlieren. Das will ich auch nicht. Aber so geht es nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Steffi kriegt vermutlich ein Kind. Du hättest sie sehen sollen, wie glücklich sie war, als sie es mir gesagt hat. Und
und ich kam mir vor wie ein Schwein. Wie würdest du denn jemanden bezeichnen, der seine schwangere Frau vor dem Altar stehen lässt? Ich kann nur hoffen, dass sie mir irgendwann verzeiht. Denk doch bitte noch mal in Ruhe über alles nach. Oder warte wenigstens, bis Steffi den Schock in der Kirche halbwegs verkraftet hat. Nein, Erika. Sie muss endlich über Millie und mich Bescheid wissen. Kann es sein, dass du Millie noch liebst? Ich habe immer nur Steffi geliebt. Und daran wird sich auch nichts ändern. Egal, was passiert. Ja, es tut mir wirklich leid. Dabei habe ich den Wagen kaum berührt. Ich dachte nur, ich könnte mal Probe sitzen. Ja, das können Sie ja auch, wenn Sie mir vorher Bescheid sagen. Aber es ist ja nichts passiert. Ein Glück. Ich wollte auch nicht einfach so verschwinden. Deshalb bin ich wieder zurückgekommen, um mich bei Ihnen zu entschuldigen. Das finde ich auch sehr nett von Ihnen. Ja, dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, was kann ich denn für Sie tun? Ich suche einen DKW Baujahr 56. Haben Sie sowas im Verleih? Nein, ehrlich gesagt nicht. Aber bisher wollte auch noch kein Kunde einen Oldtimer dieser Klasse ausleihen. Sehen Sie, das dachte ich mir bereits. Ihre Dreistigkeit ist schon beeindruckend. Keine Sorge, ich asche schon nicht auf dem Boden. Wie rücksichtsvoll. Sagen Sie mir lieber, was bei dem Bilderaustausch passiert ist. Sind Sie mit Barbara von Anstetten aneinander geraten? Wie kommen Sie denn darauf? Ich bin ihr überhaupt nicht begegnet. Sie hat einen Nervenzusammenbruch oder so etwas Ähnliches. Ich dachte natürlich, das hätte mit Ihnen zu tun. Ich bin noch nicht mal in die Nähe des Rutherfords gekommen. Ja, es ging nicht, weil da so ein arroganter Typ im Bildersaal rumhing. Ich habe mir gleich gesagt, dass es nicht so einfach ist, wie es aussieht. Ja, sowas musste ja jetzt kommen, ne? Also gut. Ich verdrück mich und Sie tauschen das Bild aus, aber schnell. In 24 Stunden steht der echte Rutherford in meinem Atelier. Hoffentlich. Sie können sich auf mich verlassen. Bis dann. Oh, Sekunde. Und Sie haben noch meinen Mietwagenschlüssel. Ich brauche die Karre. Soll ich in die Stadt trampen? An der Hauptstraße ist eine Bushaltestelle. Ja, und wenn Ihnen Busfahren zu lästig ist, können Sie sich ein Taxi bestellen. Danke. Also dann bis morgen. Und keine faulen Ausreden mehr, ja? Hi. Na? Sag mal, hat einer von euch beiden Zeit, um 2 Kaffee zu machen? Dafür ist er jetzt zuständig, seit genau 2 Minuten. Ist ja schon gut. Tschüss dann, Heino. Ja, viel Spaß beim Shoppen. Oh, danke. Arno Wagner? Ach so, ja klar, wegen der Hochzeitsnummer, ja genau. Kein Joachim Obermann. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Der kann ja schlecht unter seinem richtigen Namen Auto mieten. Das cashen ihn ja gleich die Bullen. Willst du jetzt jeden anrufen, der auf der Liste steht? Ja, vielleicht hat er seinen Namen geändert. So, bitteschön. Danke. Das könnte ja sein, Jochmann. Das würde doch passen und der Autotyp auch. Ey, du kannst ihn doch nicht anrufen. Dann ist er gewarnt und haut sofort ab. Ja, guten Tag, Herr Jochmann. Mein Name ist Müller. Autovermietung Müller, ja. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Sie den Wagen wie vereinbart doch nicht länger behalten. Ach so, Sie wollen den Wagen gar nicht länger behalten. Gut. Nee, ist in Ordnung. Alles klar, wir hören. Ja, tschüss. Und? Der Typ war Sachse und ungefähr 60. Und so gut kann Joachim seine Stimme nicht verstellen. Mist. Dann müssen wir doch alle abtelefonieren. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Naja, dann lasst uns mit der hier anfangen. Caroline Odenthal. Nee, vergiss die Frauennamen. Schreib mir lieber den ersten Männernamen auf. Und habt ihr sie gefunden? Kann sie nur sein. Ich habe jeden angerufen, der mir eingefallen ist. Sie kommt bestimmt bald zurück.
hast du jetzt davon? Es musste sein. Ich mache reinen Tisch, ob es dir passt oder nicht. Du willst ihr alles sagen? Nick, das kannst du nicht machen. Doch. Sie muss es endlich erfahren. Du machst alles schlimmer, als es sowieso schon ist. Dass dir das nicht in den Kram passt, das ist mir schon klar. Aber darauf kann ich keine Rücksicht mehr nehmen. Du, und was ist mit unserer Familie? Ist dir egal, wenn du sie dadurch kaputt machst? Lilly, beruhig dich bitte. Wir sind beide schuld an der Situation. Wir hätten es ja schon viel früher sagen müssen. Warum habe ich nur so lange auf dich gehört? Wenn dir irgendwas an mir liegt, dann tu's nicht. Steffi wird mich für immer hassen. Er wird wegen der Spritze ein paar Tage Kopfschmerzen haben. Aber an die Geschehnisse dürfte er sich wohl kaum noch erinnern. Barbara dafür umso intensiver. Soviel ich mitbekommen habe, hat sie einen Nervenzusammenbruch erlitten. Der Graf ist jetzt bei ihr. Hat Christoph die Bediensteten schon angewiesen, die Koffer zu packen? Ich habe Christiane dezent darauf angesprochen. Ihr wurde nichts dergleichen aufgetragen. Das wird schon noch. Bald bin ich die alleinige Herrin auf Friedenau. Und falls Barbara immer noch nicht genug hat, lassen wir Nils eben noch mal herschaffen. Also, davon würde ich abraten. Wir haben ihn kaum noch unter Kontrolle. Und wenn er im Schloss randaliert, könnte man ihn sehen. Vielleicht können wir auf seinen Besuch auch gut verzichten. Der Anblick des wiederauferstandenen Nils dürfte Barbara genug zugesetzt haben. Willst du dich setzen? Komm. Holst du bitte einen Arzt? Ja, sofort. Barbara, was ist passiert? Barbara, bitte. Ich habe... Christoph, bitte. Ganz ruhig, ganz ruhig. Bring mich weg von hier, bitte. Bring mich weg von Friedenau, bitte. Na, endlich, Gott sei Dank, komm. Ich bin noch nie so gedemütigt worden. Hau ab, ich will dich nicht sehen! Ihr zwei habt ja wohl einiges zu besprechen. Verschwinde! Bitte, Steffi. Es tut mir unendlich leid. Ach ja. Ich will's dir ja erklären. Lass es. Ich weiß sowieso, warum du das alles gemacht hast. Du wolltest dich nur wegen Dennis rächen. Du glaubst immer noch, dass da was war zwischen uns. Und du hast nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, mir das alles heimzuzahlen. Nein, das hat mit Dennis nichts zu tun. Warum lügst du mich weiter an? Warum sagst du mir nicht endlich die Wahrheit? Genau das will ich. Ich musste Nein sagen. Ich war der Vater von Millis Kind.